Moin moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem neuen Bemal-Tutorial. Passend zum Start der neuen Warhammer 40k Kill Team Box namens Octarius habe ich mir das darin enthaltene Ork-Gelände geschnappt und es mit Spraydosen, einigen Kontrastfarben und ein paar Ölfarben ganz schnell spielbereit bekommen. Aber der Reihe nach. Ich habe die Kill Team Octarius Box freundlicherweise kostenlos von Miniaturicum zur Verfügung gestellt bekommen, um euch zum offiziellen Veröffentlichungstermin ein Bemal-Tutorial für das Hauptgelände präsentieren zu können. Denn in der riesigen Box sind unter anderem mehrere Gussrahmen für insgesamt 5 große Geländestücke, davon 2 doppelte, und etwas Streugelände enthalten. Die Bauteile sind an sich zwar schnell herausgeknipst, aber das Entgraten hat leider einige Stunden in Anspruch genommen. Denn um nahezu jedes Bauteil zog sich in meinem Fall ein deutlicher Gussgrad. Ganz ehrlich, Games Workshop, das habe ich bei brandneuen Bauteilen von euch schon besser gesehen. Der Zusammenbau geht jedoch blitzschnell von der Hand, denn jedes Geländestück besteht nur aus einer Handvoll Bauteilen. Der erste Bemalschritt ist nun eine mehrstufige Grundierung, bei der bereits Schatten und Highlights herausgearbeitet werden. Dazu nehme ich 3 Spraydosen, und zwar ein dunkelgrau bzw. schwarz, ein mittleres Steingrau und ein helles Grau. Zunächst wird alles schwarz grundiert, sprüht also von allen Seiten und in alle Ecken und Winkel. Es folgt eine Schicht Steingrau, wobei nur leichte Schichten gesprüht werden, um die Vertiefungen schwarz zu lassen. Danach folgen ein paar leichte Sprühstöße mit dem Hellgrau von schräg oben und direkt oben. So simuliert ihr auf den Geländestücken bereits den natürlichen Lichteinfall samt Highlights und Schatten. Aber es geht noch besser. Denn nun schnappt ihr euch ein reines Weiß und einen breiten Trockenbürstpinsel, um ganz sachte die Kanten zu betonen. Hier der Vergleich. Links seht ihr das Modell vor dem Trockenbürsten, rechts nach dem Trockenbürsten mit Weiß. Danach wäre die Grundierung abgeschlossen. Der nächste Schritt ist das Auftragen der Grundfarben. Dazu habe ich mir einige Contrastfarben von Games Workshop bereitgestellt und nach Farbgruppen sortiert. Ork-typisch sind es ein paar Rot- und Grüntöne, zudem ein paar Töne Gelb, Orange, Grau und Braun. Damit werden nun ausgewählte Einzelteile bemalt. Immer schön abwechslungsreich und mit jeder Farbe nur 3 bis 5 Flächen auf jedem Geländestück. Da die Contrastfarben nicht so deckend sind wie normale Acrylfarben, bleiben die Highlights und Schatten von der Grundierung weitestgehend erhalten. Solltet ihr keine Contrastfarben oder entsprechende Inks besitzen, verdünnt eure normalen Acrylfarben einfach etwas stärker mit Wasser, bis sie leicht transparent sind. Das ist dann der relativ kunterbunte Zwischenstand nach etwa einer Stunde Bemalzeit pro Geländestück. Und wer sich bislang geärgert hat, dass 2 Geländestücke doppelt in der Octarius Box enthalten sind, dem sei kurz Folgendes gezeigt. Die Elemente lassen sich nämlich nahtlos kombinieren und zum Beispiel zu einem großen Bunker zusammenschieben. Ist alles getrocknet, folgt ein erstes Weathering mit 2 Grautönen. Nehmt dazu ein kleines Stück Schaumstoff und tupft damit zuerst das Dunkelgrau auf einige Ecken und Kanten, um Farbabplatzer, Dreck und Kratzer zu simulieren. Wiederholt dies dann mit dem zweiten, etwas helleren Grau. Das ist fast wie Trockenbürsten, nur dass ihr Schaumstoff statt eines Pinsels und selbstverständlich ganz wenig Farbe benutzt. Zum Abschluss kommt nun der spaßige und chaotische Teil des Verwitterns, und zwar mit Ölfarben. Wer keine Ölfarben hat, kann auch zu Acrylwashes greifen, wie ich es beim Bemalen des Geländes aus der ersten Kill Team Box gemacht habe. Das Tutorial ist natürlich oben verlinkt. Sucht euch zunächst 2 Brauntöne, die in etwa einer hellen und dunklen Rostfarbe entsprechen. Nehmt dann einen weichen Flachpinsel und immer ein klein wenig von der dunkleren Ölfarbe, um diese direkt dort auf die Geländestücke zu bürsten, wo ihr sie rostig haben möchtet. Wiederholt dies mit der helleren Rostfarbe, wobei ihr dabei auch mal über die dunkle Rostfarbe geht und euch auch komplett neue Stellen sucht. Reibt die Ölfarben in jedem Fall gut in die Ecken, um auch diese rostig einzufärben. Danach mischt ihr einen schwarzen Ölfarbenwash und einen braunen Ölfarbenwash an. Von dem Braun am besten etwas mehr, denn es wird euer Hauptwash. Alles zu Ölfarben erkläre ich übrigens ausführlich im oben verlinkten Video, solltet ihr noch keine Erfahrung mit diesen Farben haben.
Seid ihr mit der Deckkraft beider Washes einverstanden, werden alle Geländestücke braun gewascht, um den schwarzen Wash dann punktuell hineinzutupfen und von selbst verlaufen zu lassen. Also genauso, wie ich es auch meist mit Acrylwashes mache. Sobald ein Geländestück dann fertig ist, schnappt ihr euch ein sauberes Papiertuch und reibt den Washmix vorsichtig von oben nach unten ab. So nehmt ihr den Wash von den erhöhten Stellen wieder runter, wodurch sie wieder heller werden. Gleichzeitig entstehen so realistische Schlieren, als wären Dreck und Rost entsprechend der Schwerkraft heruntergelaufen. Ja, das ist eine ziemliche Schweinerei, daher deckt euren Arbeitsplatz gut ab und zieht am besten Handschuhe an. Nachdem dann alles etwa 24 Stunden lang durchgetrocknet ist, folgt ein Versiegeln mit Mattlack. Danach wäre das Ork-Gelände dann aber auch schon spielbereit. Wer möchte, kann jetzt natürlich noch mit einem Sandton etwas Staub und Dreck aufbürsten, zum Beispiel in Bodennähe und auf den Dächern. Oder sich mit Pigmenten austoben und für weitere Verwitterungseffekte sorgen. Oder manche Kanten nachziehen oder trockenbürsten, um zusätzliche Highlights zu erzeugen. In meinem Fall soll es das aber gewesen sein, denn die Ölfarben haben aus meiner Sicht einen prima Job gemacht und für direkt bezugsfähiges Ork-Gelände gesorgt. Infos und Links zur Killteam-Box und zu Ölfarben findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ein aktuelles Unboxing und erste Eindrücke zu den Regeln gibt's übrigens beim Tobi von Bier und Brezel Tabletop. Und weitere Killteam-Videos sollen demnächst beim Chef Oberboss erscheinen. Beide Kanäle habe ich euch natürlich oben verlinkt. Daher nun viel Spaß beim Verwittern und Gucken und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!